Hallo Leute, Grüße aus Mexico City. Wir fliegen heute mit Aeromexico in dem Dreamliner 787-8 Business Class nach Sao Paulo. Ungefähr 8 Stunden. Aber hier ist schon mal Anstehen angesagt hier in Mexico City. Mal sehen, wie lange es dauert. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden Zeit bis zum Abflug. Das hat etwas länger gedauert, das hat man noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis Boarding ist. Ja, wir wollen auch noch schnell in die Lounge gehen, damit wir es euch zeigen können und noch mal schnell was essen. Haben wir nicht gefrühstückt, es ist ja morgens um 8:45 Uhr geht der Flug ab. Und ja, egal, das werden wir schon schaffen. Okay, Sicherheitskontrolle ging relativ fix, aber wusstet ihr, dass in dem Rennmova, in diesen kleinen Trolleys, ein Schraubendreher drin ist? Der ist versteckt hinter der Abdeckung, da musste man einen Reißverschluss aufmachen. Und hier waren es die Ersten, die das entdeckt haben. Also das verstehe ich gar nicht. Nach etwa 2 Jahren mit dem Ding, unglaublich. Ja. 2 Jahre, 2000 Flüge, so nach dem Motto. Das ist die Saloon Premier Lounge hier. Aber bestimmt mega voll. Mal gucken. Hat mir gedacht. Ich hab's dann sowas. Wie erwartet, alles voll, außer so kleine Plätze sind noch frei. Das war das Einzige, was ich gefunden habe. Also das Buffet ist sehr übersichtlich. Ich habe jetzt nichts gefunden, was mir schmeckt. Okay, es ist auch Frühstückszeit. Es gibt also irgendwie nur Müsli und irgendwie Suppen, also mexikanische Suppen. Aber die war aus. Eier war auch aus und irgendwas mit Käse überbacken. Das fand ich jetzt irgendwie zu fettig. Naja, nehme ich halt sowas. Es gibt ja gleich was im Flugzeug, hoffe ich. Ja, das war die Business Class Lounge von Aeromexico. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Es war mega voll und die Auswahl war relativ klein. Ich habe dann zum Schluss noch ein paar kalte Eier gegessen, damit ich was im Magen habe, weil sonst habe ich ja nachher mega Hunger im Flugzeug. Und wenn es da auch nur Frühstück gibt, habe ich ein großes Problem. Na, wir werden mal sehen. Gate ist jetzt 76 und ja, mal gucken. Bin sehr gespannt. Das ist die Dreamliner Aeromexico Dreamliner Business Class. In 2 Kabinenabschnitte. Vorne eine große Kabine und hinten nochmal eine kleinere, in der wir sitzen, mit einer 222-Bestuhlung. Ja. Aeromexico hat auch einen Dreamliner 787-9 und dort ist eine Reverse Herringbone Business Class verbaut. Das ist die modernere, angenehmere. Und hier, das hätten sie mal putzen können, das sieht ja aus. Ein ziemlich kleiner Monitor vor uns. Am Platz ist eine Steckdose, USB-Anschluss, die Kopfhörer und auch sogar noch eine Flasche Wasser. Außerdem ein großes Kissen und eine Decke. Zum Glück ist es hier einigermaßen warm gemacht worden. Es ist nämlich kühl hier in Mexico City, nur 10 Grad. Und die Lounge, die war nicht beheizt, weil es war ja ringsherum offen, habt ihr das gesehen? Da waren so Löcher, da kam Frischluft rein und 10 Grad Morgenluft ist schon recht kühl. Und ich bin nur mit einem leichten Shirt bekleidet, also zum Glück ist es hier drin jetzt warm. Datenschutz gleich 0. Also sie hätten mal putzen sollen. Mr. Juan und Mr. Ben, die Nachnamen lassen wir jetzt mal weg. Auf dem Sitz 6G und 5D vom Vorgänger. Ich sag's dir, sie hätten einfach nur mal putzen sollen hier. Was ist denn das?
Thank you for your loyalty. Ach, die Dann das Statuskunde. Menü vom vorherigen. Ihre Mexiko-Flüge kann man übrigens sehr günstig mit SkyTeam Meilen, also ich habe sie bei KLM eingesetzt, die Meilen, buchen von Dallas, also war unsere Route über Mexico City nach Sao Paulo ziemlich günstig. Ich glaube, es waren nur 60.000 Meilen nötig und ein paar Euro. Man konnte es aber auch sehr, sehr günstig kaufen. Für 800 Euro One-Way war es auch möglich. Das quasi muss man überlegen, ob man dafür die Meilen investieren möchte oder die 800 Euro. Weil 800 Euro ist ziemlich günstig für die lange Strecke. Ja. Oh Gott. Yummi. Die Mexikaner haben es nicht so mit Sauberkeit. Das ist ja insane. Mal gucken, wie der Flug werden wird. Also freundlich sind sie bis jetzt noch nicht. Wir werden es mal sehen. Es gibt auch keinen Welcome Drink in Form eines Champagners. Es gibt nur Wasser oder Orangensaft. Deswegen schauen, dass keine Abdrücke dran sind. Es haben so viele abgelehnt, das Getränk, also da wäre ich vorsichtig. Ja, das ist auch ziemlich süß. The passports, where are they from? Germany. Germany. Let me give you the Okay. biscuit. And Ah ja, for the this is Itzaga. Ich habe jetzt gedacht, warum fragt er mich, wenn er mir das Amenity-Kit gibt, woher wir herkommen, ob wir aus Deutschland oder aus welchem Land wir kommen. Kriegt das nicht jeder, dachte ich erst. Aber nein, Ja. Die Immigration, also Landing Cards, müssen wir auch noch ausfüllen. So, was ist denn da drin? Auf der einen Seite sind die Socken und Schlafmaske und alles, was man fürs Schlafen halt benötigt und Ohrenstöpsel. Und die andere Seite ist mit den ganzen Cremes, Kamm und Zahnbürste, Zahncreme. Das ist cool. Brauchst du noch was für? Ja. Ich darf meins ja nicht aufmachen, Body weil Lotion. das heben wir ja immer auf. Zum Verschenken. Und Handdesinfiziere. Brauchst du wahrscheinlich auch. Hand desinfizieren. Gut die Hände gewaschen. Ja, aber hier, wer weiß, was hier nur so dreckig ist. Auf jeden Fall kommt kein Stress beim Boarding auf. Man boardet, das haben wir auch beim letzten Mal schon gemerkt, wir sind ja schon von Dallas nach Mexiko geflogen. Man boardet ziemlich früh und hat dann noch immer noch ganz viel Luft, bis wir da abfliegen können. Also jetzt sind wahrscheinlich alle Passagiere an Bord und wir haben immer noch 15 Minuten bis zur offiziellen Departure Time. Also wie gesagt, kein Stress hier. Wurde auch schön nach Gruppen gebordet, allerdings waren wir jetzt zu spät. Ich konnte also nicht sehen, ob jetzt zuerst die Business-Class-Kunden und die Statuskunden aufgerufen worden sind. Punta metálica dentro de la hebilla y ajuste. Fein. Recuerde que no debe haber ningún artículo frente a los asientos. Jetzt stehen wir hier schon 20 Minuten rum, sind früh genug losgekommen und sind trotzdem noch hier geparkt worden, weil der Traffic so groß ist hier. Es gibt wohl nur 2 Landebahnen, eine zum Starten, eine zum Landen und beide sind mega ausgelastet. Naja, aber hätte man auch ein bisschen besser planen können, oder? Ja, thank you. Und erstmal mache ich mir die Hände sauber. Und dann mache ich mir meinen Tisch sauber.
oder halt auch die Liegeposition. Ich mache mal nur ein bisschen. Das ist ein flaches Bett. Die genauen Maße werde ich euch mal einblenden. Ich weiß nicht genau, wie ich mich heute hier hinlegen werde, weil es ist ja ein reiner Tagflug. 8:45 Uhr, beziehungsweise wir sind ja so spät losgekommen. 9:30 Uhr losgekommen. Wir kommen aber ganz spät abends in Sao Paulo an, nämlich erst 23:30 Uhr aufgrund der Zeitverschiebung. Dann kommen wir erst da an, aber Flugzeit ist ungefähr 8,5 Stunden. Aber gucken wir mal hier. Das ist, wie gesagt, natürlich habe ich jetzt schön sauber gemacht. Und hier links neben mir ist der Controller für das Entertainment-System, was ich noch gar nicht probiert habe. Ich kann es auf Englisch stellen. Vor mir ist auch noch ein berührungsempfindlicher Monitor. Alles ein bisschen bunt gemacht. Ich weiß auch nicht so genau, ob es hier Filme auf deutscher Tonspur gibt. Nee, den gibt es zum Beispiel nicht. In deutscher Tonspur. Was ich hier am Monitor gemacht habe, kann ich halt auch hier machen. Wenn ich ein bisschen mehr Platz haben möchte, kann ich die Armlehne runter machen und habe hier bestimmt nochmal 10 cm mehr Freiheit. Das lasse ich jetzt auch so. Interessant ist, dass man schon mit dem Service begonnen hat, da vorne klippert es schon, aber es gibt keine Menükarte. Entweder kommt gar keine oder sie kommt irgendwie kurz vorm Servieren, was auch nicht so ganz sinnvoll ist. Mal gucken. Es gibt zumindest die alte, die noch bei Dominik in der Tasche lag. Da kann man ja mal reingucken, was es zumindest an Getränken gibt. Das wird wahrscheinlich die gleiche Karte sein. Yeah, this looks good. Thank you. Take the seat. Okay. Also ich steige nicht so ganz durch. Es gab ja 3 Möglichkeiten. Einmal ein French Toast, ich bin so fertig. Omelette, mag ich nicht. Und dann gibt es Panna Cotta. Panna Cotta ist hier das in der Mitte und außenrum Müsli, aber es sieht irgendwie ein bisschen trocken aus. Gibt es keine Milch dazu? Das ist drunter. Ja, drunter ist der Teller. Wieder was gelernt. Aber gut, dass ich nachher vorhin in der Lounge nochmal 2 Eier gegessen habe. Weil davon wäre ich bestimmt nicht satt. Ich habe nichts gefunden zum Gucken. Es gibt keine Filme mit deutscher Tonspur. Ich müsste mir jetzt Filme auf Englisch angucken, habe ich aber gar keinen Bock zu. Aber ich habe ja noch mein Handy und Netflix und kann da mir noch meine Filme anschauen. Internet funktioniert auch noch einigermaßen ganz gut, aber darüber kann ich jetzt kein YouTube oder sowas gucken. Dafür reicht dann doch die Bandbreite nicht aus. Gucke ich über Netflix ein bisschen und dann sind es ja auch nur noch, denke mal, so 6,5 Stunden, 7 Stunden sind es noch. Schau an. Ja, gucken wir mal, ob wir die Zeit rumkriegen. Bis später dann. So, wir haben es jetzt noch ungefähr 4 Stunden, also wir sind gerade mal in der Mitte des Fluges. Und jetzt gibt es warmes Essen. Das ist irgendwie komisch, aber das hatten wir schon mal. Ich glaube bei Avianca. Du bist auch ganz dreckig. Und einem Snack, den du bestellt hast. Ich hatte Hunger zwischendurch. Ich musste mir Nüsse bestellen, weil ich so Hunger hatte. Weil das, was es zum Frühstück gab, das war ja nicht wirklich was. Aber angeboten haben sie nichts. Also Ja, es gibt... und danach, wir haben es bestellt sozusagen. Es gibt ja auch keine Karte, nichts. Und Genau. vorne in der Klinik gab es auch nichts. Und wir hatten mal gefragt, ob wir was zu essen kriegen können. Ja, das ist nicht am schlimmsten. Es gibt keine Karte, man weiß nicht, was einen erwartet. Weil es Eis gab. Ah ja, cool. Thank you. Also die Käseplatte wird als Vorspeise serviert und die eigentliche Vorspeise ist dann hier Shrimp mit einer Soße, die ich jetzt nicht weiß, weil es gibt ja keine Menükarte. Das finde ich am schlimmsten, wenn ich nicht weiß, was ich esse. Und dann gibt es nachher nochmal was Warmes zu essen. Das hat er jetzt aber auch nicht erwähnt, was es ist. I can take, thank you. Nee, was du denn? They take the chicken. Would you like some bread? Ja, komm mit. Ich habe mich für das Nudelgericht entschieden, mit ganz viel Pilzen und Brokkoli und irgendeiner Käsesoße wahrscheinlich. Und Dominik hat Hühnchen mit Reis, oder? Und Anspinat. Nee, das ist glaube ich Spargel. Grüner Spargel, so wie es aussieht. Ja, ich bin mir sicher, Reis ist die bessere Wahl.
das war dann das Dessert, das ist das Dessert, das war das Essen hier beim Aero Mexico. Also ich fand jetzt, der Hauptgang fand ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der Hauptgang war jetzt gar nicht so schlecht, ich habe es jetzt schlimmer erwartet. Aber warum mitten im Flug, das kann ich nicht nachvollziehen. Und die Nudeln waren jetzt auch schon ziemlich trocken, weil die lagen wahrscheinlich schon Ewigkeiten da in der Aufbereitung. Also Catering-mäßig und Service. Ach, das erinnert mich so ein bisschen an viele andere südamerikanische Airlines wie Avianca oder LATAM. Ist auch nicht unbedingt so auf Zack, man muss immer klingeln übrigens, wenn man was trinken möchte. Man hat Durst oder man hat vielleicht ein kleines Hüngerchen. Es kommt keiner mal in die Kabine und guckt. Und es ist immer dunkel hier drin. Man wird quasi zum Schlafen verdammt. Das ist wirklich so. Es ist ein Taktflug und es wird dunkel gemacht und jeder will schlafen. Und es wird einfach nichts serviert. Ja, und man hat immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man drückt. Ja, ja. Irgendwo. Und das ist das, wo das Gefühl gefällt. Also mir gefällt das Gefühl nicht, dass ich jetzt eine Summe bezahlt habe hier in einer Business Class und so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich was haben möchte. Das ist die Toilette hier im Dreamliner in der Mitte der beiden Business-Class-Kabinen. Das ist dann hier nur eine, vorne gibt es auch nochmal eine. Wenn es jetzt hell draußen wäre, hätte man noch einen schönen Blick nach draußen über die Triebwerke. Aber es ist schon dunkel. Aber ich finde, sie ist riesig. Also sie hat mega viel Platz, auch ein bisschen stylisch, duftet auch toll. Man hat Cremes und extra Seife, natürlich Tücher und Becher. Das war's, aber mehr braucht man auch nicht unbedingt. Allein schon, dass man so viel Platz hier drin hat und nicht eingeengt. Das finde ich schon cool. Nach dem Essen, also quasi in der Mitte des Fluges, in der Flugzeit, wurde ein kleines Buffet aufgebaut mit kleinen geschnittenen Broten, also Art Sandwiches. Sogar gesund geht auch. Äpfel und Birne sind dabei und auch Chips. Nachdem wir hier nochmal dreimal gekreist sind vor Sao Paulo, war aber sehr busy hier, der Flughafen, sind wir jetzt mit 20 Minuten Verspätung gelandet, aber immer noch, finde ich, ganz gut aufgeholt. Jetzt, wir sind ja schon eine halbe Stunde später losgekommen erst. Also. So, jetzt sind wir raus und in Sao Paulo gelandet. Also Aero Mexico ist eine Airline, die wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder fliegen werden. Warum? Der Service an Bord ist, man muss immer klingeln oder fragen, ob man was zu trinken oder was zu essen haben möchte. Also immer nur auf Request, auf Anfrage bekommt man was. Es wird nie nachgefüllt oder gefragt. Das ist komisch. Dann war das Essen total komisch. Keine Menükarte. Der Sitz war okay, aber total dreckig alles. Also Aero Mexico eher so 5 von, ja, Schulnote mäßig. Ich denke, das ist auch ganz im Dominiks Sinne, der denkt genauso. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlasst uns mal einen Kommentar, was ihr über diesen Flight Report denkt, über die Airline. Seid ihr schon mal geflogen? Wenn ja, schreibt mal eure Erfahrungen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss. Ciao.